Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Saisonalität unterstützt Preisanstieg von Silber auf 30 Dollar im Q1 2023. Disclaimer. Saisonalität unterstützt Silberpreisanstieg auf 30 Dollar im Q1 2023, muss das heißen. Sehen Sie hier das saisonale Muster von Silber. Das würde bedeuten, aus der linken Seite, dass Silber in den nächsten 2 Monaten stark steigen müsste. Ganz ähnlich nach dem Muster von 2010, bei dem Silber zunächst sein Hoch von der Finanzkrise 2007 wieder erreichte. Die Wahrscheinlichkeit ist daher hoch, dass Silber im Februar 30 Dollar bis 35 Dollar erreichen könnte. Von diesem Plateau aus ist dann ein Spike-Anstieg wie 2010 bis 2011 denkbar, was dann ein definitives Verkaufssignal für Gold- und Silberaktien darstellen wird. Ja, wie gesagt, auf der linken Seite hier nochmal die Jahressaisonalität, also die durchschnittliche Saisonalität, wie sich Silber im Jahr verhalten hat, also der letzten Jahre Durchschnitt. Und da ist es eben so, dass eben besonders die ersten beiden Monate von steigenden Silberpreisen geprägt worden sind. Und das erhöht natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass bis Februar irgendwo 30 Dollar erreicht wird. Hm, Schauen wir uns doch mal den langfristigen Silberchart auch. Da gibt es Ähnlichkeit eines Musters, was davon spricht, dass wir vor einem massiven Silberpreisanstieg stehen. Wenn Sie diese beiden Kästchen vergleichen, gibt es einfach Ähnlichkeiten. Das ist zum einen die aktuelle Situation. Wir hatten ja unseren Corona-Tief, dann hatten wir die Liquiditätszufuhren und sonst was. Und Silber ist auf 30 Dollar geschossen, ging dann mehr oder weniger seitwärts. Anfang 2021 war es auch nochmal 30. Seitdem geht es im Grunde genommen zurück. Bis es das absolute Tief, jetzt glaube ich mit circa 17 Dollar noch was erreicht hat im September. Seitdem ist es jetzt wieder umgekehrt und scheint jetzt hier diese Box wieder verlassen zu haben, zur Durchbrechung möglicherweise Richtung 30 bis 35 Dollar steigen. Warum ist das wichtig? Weil wir hier eine absolut ähnliche Situation hatten. Wir hatten hier 2020, hier 2007, das war, sage ich mal, so ein Rohstoffboom, da war ja auch Öl 140 Dollar. Dann kam es zu dieser Finanzkrise, zu diesem massiven Rückgang. Diesen massiven Rückgang könnte man diesen wiederum massiven Rückgang von März 21 gleichsetzen, der jetzt hier vor 2 Monaten mehr oder weniger das Ende gefunden hat, so wie hier. Und was ist dann passiert? Dann hat Silber mehr oder weniger, ist es relativ unauffällig, aber stetig nach oben gestiegen und hat im Grunde genommen dann wieder sein altes Vorkrisenhoch erreicht. Und als es dieses erreicht hat, kam es dann zu diesem Super Spike, der dann Anfang 2011 da sein Ende gefunden hat. Und eine ähnliche Situation haben wir möglicherweise jetzt auch. Silber dürfte jetzt weiter Richtung 30 Dollar, 30, 35 Dollar steigen. Das entspricht dem letzten Hoch vor diesem Tief, das wir jetzt hier hatten, also 30 Dollar. Möglicherweise bedeutet das, wenn 30 Dollar erreicht werden, dass diese Box hier quasi geschlossen ist im gewissen Sinne und dass sich auch so ein Super Spike hier anschließt. Das wäre natürlich dann die ultimative Chance gerade für Penny Gold und Silberaktien, die ja auch damals unglaublich performt haben. Nun kann man nicht sagen, wann so ein Super Spike kommt oder nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich sage nur, dass es Ähnlichkeiten gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben 30 Dollar durchschlägt, ist groß und dann gibt es einfach eine Umorientierung der Investoren und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr zurückfallen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit als es Silber spiked. Und Sie wissen ja, wenn Silber spiked, schlägt es ungeheuer auf Gold- und Silberaktien durch. Sie erreichen rasant hohe Werte, aber es ist in gewissem Sinne dann auch schon das Finale. Man muss einfach diesen Spike dann nutzen, idealerweise Portion für Portion in den Kaminanstieg abverkaufen. Ähm,
dann hat man Gold richtig gemanagt. Also man kauft jetzt noch in dieser, solange wie dieser Box sind, es noch relativ billig sind. Das ist jetzt hier vielleicht noch bis Silber 30 unter Umständen, falls man noch nicht drin ist. Also es ist natürlich idealer, ist es gewesen. Man ist natürlich, hat hier diese Tiefs durchwartet und hat ständig nachgekauft. Und dann wird das geschlossen und dann kommt es vielleicht zum Superspike. Vielleicht. Aber wir sind mit Gold und Silber werden wir auch schon gut performen, wenn Silber auch einfach 30 bis 35 Dollar erreicht. Dann dürften viele Penny Gold Aktien, die ja sich jetzt schon bewegen, sich dann beschleunigen und mindestens über einen Dollar kaufen. Und diese vielen Nachläufer, die auch kommen, dürften in dieselbe Richtung gehen. Und wenn es dann noch zu diesem Spike kommt, dann ist es ja eine unglaubliche Energiezufuhr für Goldaktien. Sie würden enorm anziehen, sie würden in den Mehrdollarbereich steigen. Aber das ist dann gleichzeitig, weil wir nicht wissen, wie hoch, wie nachhaltig dieser Spike ist, Step by Step dann eine Verkaufssituation. Genau diese Strategie hätte eben hier von sozusagen 2009 bis 2011 sehr gut gepasst und im Grunde genommen könnte jetzt absolut identische mit einer größeren Magnitude bevorstehen. Also so wie es aussieht, bahnt sich tatsächlich einer der größten Finanzchancen oder Investmentchancen überhaupt an. Dieser Goldaktien-Spike, gerade weil viele Leute nicht drauf gucken, dürfte enorm sein, weil die Goldaktien immer noch nahe der Todeszone sind und sich immer noch keiner für interessiert. Und dann gibt es natürlich, wenn die allein wieder zum Leben erweckt werden, einen überproportionalen Bewertungsaufschlag, den man zu einem späteren Zeitpunkt in der Rallye nicht mehr findet. Da steigen die dann nur noch zunehmend proportional ein. Aber jetzt ist eben die Zeit, dass man überproportional günstige Gold- und Silberaktien kaufen kann. Also eine interessante Zeit und möglicherweise deutet eben diese Chartformation an, dass es jetzt irgendwo zu diesem Silber-Spike kommt. Das ist natürlich einer der größten Finanzchancen und Investmentchancen für Gold- und Silberaktien. Ja, Gold- und Polymetall Projektgenerator Schweden. Ähm, ja, 7 Millionen Marktkapitalisierung. Ich hatte eben nochmal geguckt. Sehr hohes Risiko. Also, die haben 4 Projekte, 3 davon in Schweden. Das Tom Tedo-Liegenschaft, 5100 Hektar, befindet sich im Bergbaugebiet Bergslagen in Mittelschweden. Das Gebiet ist bekannt für Polymetallmine von Weltklasse wie Bolidens Garpenberg und Lundins Minen Zinkgruvan. Tom Temo ist gut mit Straßen, Eisenbahnlinien, Stromleitung durchzogen. Die Grabbergmine von Boliden liegt 25 Kilometer südöstlich und die historische Falun-Mine liegt 25 Kilometer nordwestlich. Die Zinkgruvenmine von Lundin befindet sich 175 Kilometer südwestlich. Tom Tedo erhält dasselbe Muttergestein, dieselbe Struktur, Alternation und Mineralisierung wie die Minen Grapenberg, Falun und Zinkgruvan. 2 historische und zahlreiche mineralisierte Vorkommen befinden sich entlang eines mehr als 17 Kilometer langen Trends auf dem Grundstück, was ziemlich lang ist. Die Mineralisierung in der historischen Mine Tomtedo und Lobas scheinen in alle Richtungen offen zu sein. Moderne systematische Explorationen wurden auf den Tomtedo-Gerüst nie durchgeführt. Also die Grapenberg-Mine hat 60 Millionen Tonnen Produktion und produziert mit 123 Gramm pro Tonne Silber, 4,5% Zink und 1,9% Blei und auch Low-Grade Gold. Schauen wir uns nochmal die Grafik ein, wo das liegt. Wie gesagt, das ist hier in Schweden und hier diese Grabbeckmine ist beispielsweise die Mine, von der wir gesprochen haben. Das liegt alles in der Nähe. Das ist mehr oder weniger hier ein silber- und polymetallischer Mineralisierungsgürtel, der mittels Schweden liegt und weiter oben in Nordschweden kommen dann noch viele Goldprojekte generell hinzu. Auch das Chart, finde ich, sieht interessant aus. Wir haben eben hier auch gesehen, dass seit Anfang 2020 ist das hier Unternehmen auch irgendwo von 10 Cent hochgewandert auf 0,5, sich also verfünffacht und auch eben wie wir es ja auch an dem Goldchart vorhin gesehen, an dem Silberchart gesehen haben, seit März 2021 komplett dezimiert worden. Also wir kriegen aus meiner Sicht, und es zeigt auf alle Fälle Erholungstendenzen, es will wieder nach oben. Wir haben interessante Grundstücke. Es gibt noch auf der anderen Seite noch ein paar weitere. Denke ich mal, das ist eine sehr interessante
Möglichkeiten vor dir stehen. Und wenn es wirklich zu diesem Goldboom, möglicherweise diesen Spike kommt, was ich angedeutet habe, ja, wohin können solche Gold- und Silberaktien gehen? Das Potenzial ist ziemlich groß. Dann wahrscheinlich zumindest das alte Hoch ist schnell erreicht, ist dann mal fast ein Ten-Bagger und kann dann ja auch durchaus weiter auf 1, 2, 3, who knows what, steigen, wenn es wirklich zu diesen senkrechten Anstieg kommt, mehr oder weniger. Also sehr interessante Unternehmen. Schweden, eben gutes Rechtsgebiet auf alle Fälle in der Nähe von produzierenden nachhaltigen Minen und sehr großen Gebieten. Schauen wir uns mal die anderen Gebiete, die anderen Projekte an. Ja, das Gruvenberg-Gebiet, 5200 Hektar, liegt etwa 230 Kilometer nordwestlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Ja, auch da befindet sich die Grabbergmine Boliden, 60 Kilometer in der Nähe. Also auch das handelt sich um bedeutende hochgradige polymetallische Mineralisierung. Die wurden um 1900 schon dort entdeckt. Und ja, teilweise wurde schon in der Vergangenheit produziert, 40.000 Tonnen mit 90 Gramm pro Tonne Silber, 5,1%, Zink 1,9%, Blei. Ja, und Zwertsjö, Aussprache keine Garantie, liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Das Bergwerk Grapenberg von Boliden befindet sich 45 Kilometer südöstlich und der historischen Bergwerk Falun 17 Kilometer. Und die Zink-Gruvenmine von Lundin befindet sich 200 Kilometer südwestlich. Also uralte Bergabbauaktivitäten reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Und die historische Mine, die hier von 1887 bis 1989 produzierte 1,3 Millionen Tonnen mit 112 Gramm pro Tonne Silber, 6% Zink, 2,7% Blei etc. Und dann haben sie noch ein Grundstück in Kanada. Es befindet sich im kupferreichen geologischen Gebiet, das ist die ehemalige produzierende Iceland Copper Mine, die Husma-Lagerstätte und die Red Dog-Lagerstätte beherbergt. Diese alte Kupfermine wurde damals von BHP betrieben und die produzierte 375 Millionen metrische Tonnen Erz mit Durchschnittsgehalt von 0,41 Gramm pro Cent Kupfer und ja, Logrech Gold und Logrech Silber. Ja, also drei meiner Meinung nach durchaus interessante Projekte hier in Skandinavien, ähm, im interessanten Gebiet, guten Rechtsgebiet, niedrig bewertet im Augenblick. Die Fantasie ist komplett raus. Aber es ist recht wahrscheinlich, wenn es zum Gold- und Silberanstieg kommt oder generell zu hohen Rohstoffhaushälten, dass solche Aktien davon profitieren. Die sollte man sich auch mal ruhig mal anschauen, ob das interessant ist. Wie gesagt, von meiner Seite, das ist immer keine Kaufempfehlung, soll Ihnen einfach das derzeitige Potenzial der Gold, Silber und generell Rohstoff, also polymetallischen Rohstoffunternehmen einfach aufzeigen. Ja, Goldaktienbullmärkte 1970er Jahre, das ist das, was uns so interessieren lässt für den Gold- und Silberaktienmarkt. Da kam es eben zu diesen Phänomenen 76, 1980, dass von wirklich wenigen Centbeträgen, also hier 5 Cent auf 19, 10 Cent auf 36 Dollar, das sind 300 für 400-fachung. Ähm, Möglicherweise tritt genau sowas ein. Das hängt zum einen damit zusammen, weil wir meiner Meinung nach vor dem Gold- und Silberboom stehen und dass eben diese Gold- und Silberaktien überproportional niedrig bewertet sind, aus Gründen, die kaum nachvollziehbar sind, vermutlich weil auch starke Hände eingegriffen haben. Aber mit steigenden Gold- und Silberpreis dürfte diese Unterbewertung sich, sage ich mal, wie so ein Gummiband lösen und unglaublich nach oben schnappen. Und weil es so tief ist und möglicherweise wir eine starke Gold- und Silber-Rallye jetzt bis ins Q1 sehen, dürften diese Aktien überproportional hochschleudern. Das heißt, es ist wirklich möglich, dass es Centbeträgen, die in den 1-Dollar-Bereich wachsen und je nachdem, wie weiter denn eben diese Rallye geht, eben möglicherweise mehr. Meiner Meinung nach eine einmalige Chance, die absolut vergleichbar ist mit dieser Goldaktienchance der
70er Jahre, weil auch eben, und das ist absolute Realität, dass die Goldaktien im Vergleich zu dem Zeitpunkt heute extremst unterbewertet sind als ganze Gruppe. Das weiß keiner. Selbst an den Tiefpunkten, wie sie damals bewertet waren, wir liegen aktuell darunter. Und meiner Meinung nach ist alles viel extremer als in den 1970er Jahren. Also da werden die Preise mit Derivaten gemacht und so. Und wenn da mal irgendwas nicht mehr kontrolliert werden kann, haben wir überproportionale Anstiege sehr wahrscheinlich. Und das ist die ganz große Chance. Also was macht man? Man kauft eben Penny Stocks mit großen Ressourcen, möglicherweise in einem sicheren Rechtsgebiet, wie ich gerade gewählt habe, in Schweden ist da eins davon, aber auch Nordamerika, Kanada, USA. Finnland ist auch interessant. Das sage ich mal 1A Rechtsgebiete. Und ja, gut, der Erfolg von Gold- und Silberaktien kann von vielen Faktoren anhängen, aber sowas unterstützend und sowas hat dann die Chance, dass viele Investoren sich da festbeißen und diese Kurse dann auch hochtreiben. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu ordnen, berechnen den Potenzialfaktor als Anzahl der Unzen, das Länderrisiko, Grad des Goldes etc. Haben auch eine Exit-Strategieentwicklung. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Stattdessen ja, persönliche Beratung und Portfoliovorschlag biete ich Ihnen bei Interesse auch an. Finden Sie alles unten verlinkt im YouTube-Channel. Ja, Einlagen von Gold und Silber für Einkaufsgemeinschaft ist einfach ein Werkzeug. Wenn man schnell Gold und Silber kaufen will, das wird auch sofort im zollfreien Lager in der Schweiz eingelagert, ist möglicherweise eine Alternative zu Händler, wenn man da vielleicht lange anstehen muss oder überteuerte Ware verkauft ist. Also die sind immer an sehr günstiges Material hier gekommen. Sollte man sich auch mal ansehen, vielleicht, wenn man das noch nicht kennt. Ja, bevor man überhaupt physisches Gold und Silber kauft, immer auf Preisvergleichsportale wie Gold.de gehen. Ja, nützliche Information, Kontakt. Also mit welchem Broker in der EU kann man arbeiten, welchen Broker in der Schweiz. Ich bin ja hier bei Swissquote und in Deutschland hier bei Flatex de Giro, wo man beispielsweise für 5,90 dann am Toronto Stock Exchange kaufen kann. Das ist in der Schweiz ein bisschen teuer. Da kostet, sage ich mal, eine Order irgendwo 22, 23 Franken kann das kosten. Aber im Rahmen der Diversifikation sollte ein das unter Umständen schon wert sein, aber da muss jeder nach seinen eigenen Präferenz handeln. Wo Edelmetalle einlagern, in der Schweiz, in Liechtenstein, Langfristcharts von Gold und Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex GDX, der Goldaktien-Goldindex ist verlinkt, dann ja, andere Diskussionsportale hier wie COCA, das wird in der englischsprachigen Welt viel genutzt und über jede Aktie diskutiert. Hier Kontakt bei Zustellungsproblemen, Rückfragen. Können Sie mich einfach kontaktieren oder mir eine Mail schreiben. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich Sie zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden, wenn die dann hochgeladen sind. Ja, vielleicht auch noch ein Like geben, das würde dem Algorithmus helfen. Dann wird nämlich dieses Video Leuten, die sich vielleicht auch für dieses Thema interessieren, automatisch vorgeschlagen. Ja, nochmal ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.